Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen, seitdem du uns damals in Wenigzell das erste Interview gegeben hast. Ja. Damals warst du noch 102 Jahre und jetzt bist du schon 103,5. Und dann kommt dieser Veteran, dieser russische. Wir beiden stehen nebeneinander und schauen uns in die Augen. Und dann sagt er: Mit 5 Fingerzeigen hat er gedacht, was ich auch dachte. Wir beiden sind bewahrt geblieben. Du warst Feind, ich war dein Feind. Es ist vorbei. Jemand hat uns bewahrt und wir sind glücklich am Leben und er hat uns das Leben gelassen. Das galt ja für uns beide. Wir haben erkannt, die Menschen sind nicht dadurch in wichtigen Dingen unterschiedlich, wie sie aussehen, welche Hautfarbe sie haben, welche kulturelle Herkunft, in der sie aufgewachsen sind. Das sind sekundäre Wichtigkeiten vielleicht, aber nicht in der Bewertung. Sie sind alle auf den Frieden eingestellt. Sie sind nicht gemacht, um andere zu töten und bekommen dann das Kommando, es zu müssen. Und das ist so schrecklich auch für mich. Es gibt die Situation, wo die beiden sich einig werden können: Nee, ich schieße nicht auf dich, du schießt auch nicht auf mich und deshalb gehen wir jetzt nach Hause. Die werden dann erschossen von dem, der sie ausgesandt hat, weil sie dann Defätisten oder was weiß ich sind. Danke, dass du als regelmäßiger Zuseher eine so große und wertvolle Stütze in unserem Friedensprojekt Lebensweisheiten von 100-Jährigen bist. Wenn du jetzt unser Friedensprojekt noch weiter unterstützen möchtest, ist die beste und einfachste Art, unseren Kanal zu abonnieren. Das alles ist nur dank dir und dank dem Vertrauen der einzelnen Familien möglich. Danke. Danke. Einfach unten klicken. Ich bin der Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvollen Lebensweisheiten wirst du heute bekommen. Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen, seitdem du uns damals in Wenigzell das erste Interview gegeben hast. Ja. Über 160.000 Menschen haben das Interview gesehen damals. Ja, Was hat sich seit damals verändert, jetzt ein halbes Jahr später? Was hat sich verändert dadurch bei dir? die Tatsache, dass so viele Menschen an dem Bericht Interesse haben, hat mir gezeigt, dass unsere Aktion nicht umsonst war. Wir haben zwar nicht etwa mit einer Absicht, dass jemand so einem großen Publikum, vielen Menschen mitzuteilen, agiert, sondern das ergab sich aus dem, teilweise gemachten Erfahrungen einiger Interviews, die ich vorher schon mal anderen Ländern gegenüber in Holland, Belgien und in Amerika, also mit Leuten von dort gemacht habe. Aber ich habe bei weitem nicht daran gedacht, dass das jetzt eine solche Reaktion hervorrufen würde. Es hat mir Freude gemacht, weil ja mit den Berichten auch der Umstand vorstellbar ist für andere, dass sehr wohl gewisse Elemente, die uns im Leben umgeben oder die wir praktizieren, und dazu gehört die Musik. Dazu gehört natürlich auch die Erinnerung an wichtige und schöne Gespräche mit anderen Leuten, Begegnungen, unerwartete, freundliche Hilfeleistungen, die man erfahren hat. Ja, das ist wahr. Aber diesen Folgen, dass es so viele Menschen werden und auch mit Kommentaren, die das bewerten, wie man versucht hat, das zu schildern, was man erlebt hat.
Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass das möglich wäre. Auch internationale Zuseher, hast du ja auch gesagt, hat sich wer gemeldet von Ukraine, von Russland, von Amerika. Das Gemeinsame ist ja dann im Vordergrund gewesen, dass das vereint. Das einmal und auch das in den verschiedensten Sprachen und daher auch Kulturräumen war das zufällig jetzt durch das Gespräch oder auch mit Absicht. Absicht war ja doch auch eben die positive Sachen will ich nicht sagen, aber das Bestehen schwieriger Lebenssituationen, wie das zweifellos im Krieg ja für die Soldaten einerseits, aber vor allen Dingen auch für die Menschen der Fall ist, dass das bestehen können und müssen, dass das gelingen kann unter bestimmten und welchen Bedingungen, das hat vielleicht auch die Geschichte, die wir wiedergegeben haben, ausgelöst. So denke ich mal. Ja. Und eine Art von Trost vielleicht für Leute, die in einem gewissen Bereichen des Lebens stecken. Das haben wir ja alle erlebt auch, dass dann Lösungen da sind, wenn wir sie nur mit unseren Augen sehen wollen oder auch bewerten wollen. Das ist wie mit dem bescheidenen Veilchen. Wenn ich mich bücke, dann kann ich sehen, wie schön die Blüte des Veilchens ist. Aber das muss ich aber wollen. Ich muss es tun, aktiv werden, um das Positive zu entdecken. Vieles passiert in unserem Leben, was wir alle als selbstverständlich unser Leben begleitend wahrnehmen oder gerne genießen auch, aber nicht weiter werten. Aber der Erfolg oder sagen wir, das Wichtige ist, dass man das bewusst erlebt, dass man auch das wahrnimmt als ein schönes Erlebnis, nicht eben nur oder gefühlsmäßig, intuitiv, sondern bewusst. Dann sammelt man in diesem Kasten der Erinnerung die positiven Erlebnisse eben auch stärker mit größerem Gewicht. Es lässt sich besser erinnern als das Schwere, das Unangenehme. Wir Menschen suchen eigentlich immer nach dem Schönen, sind uns nur nicht dessen immer bewusst. Ja. Weil dank dem Bericht, den du uns so eindrucksvoll gegeben hast, diesen Zeitzeugenbericht, ist dann das Fernsehen auf dich aufmerksam geworden. Zeitungen haben darüber berichtet auch. Ja, Krieg in Europa, eine Realität, die heute wieder näher ist, als viele von uns es für möglich gehalten hätten. Europas Gegenwart zeigt gerade, wie erschreckend vertraut manche Warnungen klingen. Doch es gibt nur wenige, die die Brutalität eines Krieges so direkt erlebt haben, wie die selbst darin verwickelt waren. Einer von ihnen ist Jochen Schmidt aus Essen. Mit seinen 103 Jahren teilt er auf YouTube seine Erinnerungen als Soldat im Zweiten Weltkrieg und ist damit jetzt einer kleinen Berühmtheit geworden. Seine klugen, aber auch warnenden Worte berühren inzwischen tausende Menschen. Hendrik Navratek stellt ihn vor. Ihm hat es den Kopf abgerissen und der Kopf ist dem Ladeschützen, hat er mir noch gesagt, in den Schoß geflogen. Wären wir noch ein bisschen weiter gekommen, ich schätze mal 15 Zentimeter, dann wäre ich auch hier bei den Toten gewesen. Schreckliche Worte, die tief im Kopf bleiben und noch schwerer im Herzen liegen. Über 100.000 Menschen haben sich inzwischen das 2 Stunden lange YouTube-Video angesehen, in dem Jochen Schmidt aus Essen von seinen Erlebnissen als junger Soldat erzählt. Täglich kommen neue Kommentare hinzu. Überraschend für den 103-Jährigen, der mit YouTube davor noch nichts zu tun hatte. Ja, ich freue mich darüber sehr. Ich selbst kann das ja so gar nicht lesen mehr. Einer meiner Söhne ruft mich abends an und sagt mir, wenn er wieder was war. Und dann sagt er mir die neue Zahl. Und ich freue mich. Und mit diesem sozusagen Gedanken schlafe ich dann nachher ein. Jochen Schmidt wird quasi über Nacht zum YouTube-Star. Doch für ihn ist das nicht der Maßstab. Anders als seine Erinnerungen. 1941 wird er mit gerade mal 19 Jahren eingezogen. 1. Panzerdivision. Später kämpft er in der Sowjetunion. Er kennt die Schrecken des Krieges aus erster Hand. Und auf die aktuelle Lage, besonders den Krieg in der Ukraine, blickt er mit großer Sorge. Es gibt keinen Anlass,
auch nicht heute in der Ukraine, Tausende von Menschen zu töten. Wir haben das Gleiche, was wir damals glaubten, hinter uns zu haben, heute neu. Jochen hofft, dass seine Geschichte den jungen Menschen von heute einen anderen Blick auf den Krieg ermöglicht. Werden nachher als Material verbraucht, egal ob wir dabei sterben oder nicht. Einmal, ein für alle Mal, nie mehr wieder Krieg, nie mehr wieder Feind. Jochen denkt nicht ans Aufhören. Ein zweiter Teil seines Videos soll kommen, trotz seiner 103 Jahre. Damals beim ersten Interview warst du noch 102 Jahre und jetzt bist du schon... Naja, 103,5. 103 Jahre, genau, mittlerweile. Also August, ne? Ja, das sind nicht, im Februar, glaube ich, dann sind es noch 5 Monate. Ne? Und wie fühlt sich das jetzt an, 103 Jahre zu sein? Ja, also es ist so, ich stelle fest, dass manche der Fähigkeiten des Gehen-Könnens, die Schmerzen, die es da zu übertölpeln gibt, mit entsprechenden Salben, was ich jeden Tag mache, auch die entsprechenden Übungen in Ergänzung dazu neuerdings auch Massagen, die aber korrespondieren miteinander. Das, was der Masseur macht, die Anzahl ist hier oben. Und was ich mache, morgens, in jedem Morgen, das trägt dazu bei, dass der Lebensablauf erträglich ist. Und ich kann jeden Abend froh sein, bin ich wirklich froh in dem Erinnern dessen, was abgelaufen ist, was beinahe vielleicht eine Gefahr geworden wäre, aufgrund dessen, dass ich alter geworden bin. Also die Hoffnung, dass das nochmal besser werden könnte, das kann ich ja nicht und kein Mensch haben. Man kann aber damit auch leben. Das, wie gesagt, ist wirklich eine Frage des Bewusstseins, was man mit dem Leben, was noch da ist oder was befähigt. Ich bin noch in meiner eigenen Wohnung, die gehört mir. Im 3. Stock ohne Lift. Ja. Also mit 103 Jahren einfach so normal runtergehen. Das finde ich als Krankenpfleger so faszinierend. 3. Stock ohne Lift, gehst alles zu Fuß rauf und runter. Da sagen die Leute, ja, das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass sie noch so viel können. Ja, sage ich vielleicht auch. Meine Frau hat es auch gesagt. Lass uns nicht sagen, schade, dass es keinen Aufzug hat, sondern wenn es nun keinen Aufzug hat, dann müssen wir halt Treppen gehen, dann sehen wir dann als unsere tägliche Trainingsstrecke. Und das hat auch bei ihr funktioniert. Sie hat leider vor 8 Jahren dann die Augen zumachen müssen aufgrund anderer Erkrankungen. Aber das Gehen, die Treppe war ein Heilmittel und kein Hinderungsmittel, hier zu bleiben. Bis jetzt weiß ich, ob es richtig war, so zu denken. Hast du irgendein Rezept eigentlich dafür, dass du 103 Jahre geworden bist? Ja, vielleicht sind wir werden ja alle in einen Zeitraum hineingeboren, möchte ich mal sagen. Und das ist sehr wichtig für die Entwicklung, die der Mensch nimmt. Wir waren in eine Zeit der Armut gekommen. Die Inflation war auf dem Höhepunkt, als ich zur Welt kam. Und das, was die Eltern hatten, ja, die waren nicht so unbedeutend. Die waren nicht reich, aber sie waren also gut situiert, würde ich sagen, aber das kann man mindestens sagen. Sie mussten nachher, hatten nichts mehr. Durch die Inflation ist dann alles weg gewesen. Das hatte also zur Bedingung, dass wir mit bescheidenen Dingen zufrieden waren. Ich habe zum Beispiel einmal einen Nikolaus gesehen und erkannt, weil es eine Cousine war. Da habe ich die hatte die vergessen, die Schuhe auszuziehen, sodass man das erkennen konnte. Sonst hatten wir wir kriegten auch nur wenig Geschenke zu Weihnachten und war zum Geburtstag etwas
Aber wir haben immer ein wunderbares Erinnern an das Weihnachten gehabt, wie die Eltern das gestaltet haben. Und das hat also keinen Mangel gehabt, das Emotionale. Ja, aber mit dieser Bescheidung unten konnte das, was danach kam, nur gewichtig sein. Wenn man oben geboren wird, ist die Erwartung an das darüber nachher unerfüllbar. Die haben auch Erwartungen. Aber leider landen die Menschen leider in Verhältnissen, werden sie daraus ergebenden Konsequenzen oft nicht fertig. Wenn man mit dem bis dahin gehabten Leben in einer gewissen Bescheidenheit, ohne das als charaktereigenschaften zu sehen, sondern nur des Wollens, weil die Dinge eben keine andere Chance gaben. Aber dann ist das, was danach kommt, eben umso gewichtiger als der Abstand von dem unten gewesen sein zu dem inzwischen besser gewordenen sein. Und das macht Dankbarkeit aus. Und ein dankbarer Mensch, der hat ein Motiv zu leben, der hat auch das Motiv vielleicht doch dem anderen auch mit dem Bedürfnis, ihm zu helfen. Das löst die hohe Maß an Dankbarkeit aus. Das ist ganz egal, wie ich das sehe oder wie das ein anderer sieht. Dankbar bin ich dem, der mir diese Lösung, diese schwierigen Lebensjahre, dieses Mitnehmen aus dieser Zeit in die folgende sozusagen Rückentwicklung des Normalen, was lange Zeit in Anspruch genommen hat und viel Opfer erforderten. Aber in dieser Dankbarkeit lässt sich auch Schweres leichter ertragen. Auch das, was man vor sich sehen, man kann nicht davon ausgehen, dass das Leben immer nur positive Phasen hat, sondern eben auch in schweren Zeiten die Erinnerung an das Gewesene, das erleichterte das. Ich habe es, glaube ich, mal in einem Gedicht gesagt, werte auch die kleinen Freuden, die das Leben hält, bereit. Dann vermindern sich die Leiden in der dir gegebenen Zeit. Also das Außerachtlassen der Wertschätzung, das ist eigentlich ein Verlust, den man vermeiden kann. Man kann daraus für sich Werte und Verhaltensweisen, die sich aus diesem Bewusstsein ergeben, auch in der Zuwendung an andere Menschen oder auch Mitgefühl oder mit Tragen derer Schwierigkeiten und Probleme. Wir sind ja nicht nur dazu da, unser Leben zu leben, sondern es dazu zu nutzen, dass wir auch für andere einen positiven Zeitgenossen versuchen zu sein. Ja, so ist eine Folge nach der anderen. Ein Bringen und ein Bekommen. Also ein Geben und Nehmen. Und in diesem liegt auch der Segen eines Lebenserfolges. Es kann niemals nur das Ich oder das ich möchte oder warum das nicht geschehen ist, warum bin ich nicht gesund geblieben und. Alle inneren Fragen, die man als Mensch auch verständlicherweise hat oder ich habe Verständnis dafür. Aber besser ist, dass man sich bewusst macht, wie vielen Menschen
viel, viel schlechter geht als einem selbst. In unseren Gegenden, in diesen mitteleuropäischen, kann man wohl normalerweise mit einer großen Zufriedenheit leben, wenn nicht die Menschen, die anderen töten wollen, die auch jetzt wieder tätig sind und andere Leute ohne irgendeine Schuld zu haben, kleine Kinder und Alte, die werden getötet. Wir können es nicht begreifen, weil der Tod für so viele soll nur der Tribut ist, der der Mensch zu zahlen hat, meine ich, für diejenigen, denen die Macht nicht, das Geld nicht genug ist, noch Macht und noch mehr Macht. Und darum muss ich sagen, da endet auch meine Zuversicht. Solange diese Menschen Macht haben, das Böse zu tun, da kann man nur noch dankbar sein, wenn man persönlich davon nicht betroffen ist, aber wohl hilfsbereit sein, ihnen zu helfen, den Menschen zu helfen. Ich habe hier noch Pralinen liegen von einer Frau aus der Ukraine, die mich auch gepflegt hat hier oben. Die wäre gerne wiedergekommen, hat dann ihre Mutter besucht und kam wieder und brachte auf meinen Wunsch mir eine Karte mit und eine Schachtel Pralinen. Die beiden Pralinen, die letzten, liegen noch da. Mein Sohn, einer meiner Söhne, hatte für die Kinder eine Kindermädchen, die war aus Nischni Nowgorod, ein wunderbares Menschenkind. Wir haben erkannt, die Menschen sind nicht dadurch in wichtigen Dingen unterschiedlich, wie sie aussehen, welche Hautfarbe sie haben, welche kulturelle Herkunft, in der sie aufgewachsen sind. Das sind sekundäre Wichtigkeiten vielleicht, aber nicht in der Bewertung. Sie sind alle auf den Frieden eingestellt. Sie sind nicht gemacht, um andere zu töten und bekommen dann das Kommando, es zu müssen. Und das ist so schrecklich auch für mich, dass ich das in vielen Ländern, ich habe neulich gehört, es seien jetzt noch immer über 50 Kriegsschauplätze in der Welt, 59 glaube ich. Das muss man doch sehen nach den schrecklichen Dingen, die hinter uns liegen, aber den noch schrecklicheren, die in den Kellern oder in den Bunkern, was weiß ich wo, liegen. Wehe, wenn sie losgelassen, kann man dann nur sagen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe einfach kriege fast keine Luft mehr, wenn ich mir das vor Augen halte, was dann mit der Mehrzahl der Menschen, die immer mehr, auch die Population wird ja immer größer, es sind über 8 Milliarden jetzt, nicht? Und dann die Ressourcen werden immer geringer, weil sie verbraucht werden und nicht ersetzt. Das gibt eine Spannung in den späteren Jahren mal, wo es dann um die Wurst, um das Eingemachte geht. Und dann die überleben wollen, die nehmen den anderen weg, damit sie nicht so lange leben und noch mehr übrig bleibt. Und bis dann auch Seewale, naja, ich weiß nicht. Was hast du persönlich vom Krieg gelernt? Ja, dass die vorgegebenen Gründe für den Beginn von Kriegen, die dem Volk sozusagen vorgesetzt werden, damit die Politik, die auf Entwicklungen reagiert oder reagieren muss, die auf der Kugel Erde, ich sage gerne auf dem Krümmel, jetzt ist es ein ganz kleines Gestirn, was wir hier bewohnen. Also, dass da Menschen in ein Geschehen eingebunden werden, ohne es zu wollen und zu wissen und zu erkennen, was da auf sie zukommt. Sie sind einfach, wie sagt man,
Menschenmaterial, die in Bewegung gesetzt werden mit einer Kanone in der Hand oder einem Gewehr und mit der Notwendigkeit, das ist Furchtbare. Wenn Sie überleben wollen, der muss anders sterben. Es gibt die Situation, wo die beiden sich einig werden können, nee, ich schieße nicht auf dich, du schießt auch nicht auf mich und deshalb gehen wir jetzt nach Hause. Die werden dann erschossen von dem, der sie ausgesandt hat, weil sie dann Defätisten oder was weiß ich sind. So schrecklich und ausweglos scheint mir das. Also was der Krieg für mich gelehrt hat, ist erstens, es gibt die Unterschiede in diesen Farben der Haut, den Herkunft und der Menschen, die gibt es wohl als äußeres Zeichen, aber nicht in der größten Bedeutung, nämlich Mensch zu sein, Mitmensch zu sein und zu helfen, egal welche Religion der andere hat. Wir haben gar nicht mehr gefragt, bist du katholisch oder bist du evangelisch oder was auch immer, sondern wir erinnern uns in unserem, und gerade im Krieg, da fallen alle anderen Kriterien, wo kommt er her, wo ist er geboren und so weiter, Namensrang und so weiter, die spielen dann keine Rolle mehr. Und ich habe auch das erlebt, was ich jetzt noch geschildert habe. Ich habe die Ruhe gehabt und ich bin bei Neacebo, bei Smolensk, mit allen Vieren auf dem Boden gekrochen. Ich konnte nicht mehr gehen, so schwach war ich. Und ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass ich diese Krankheit bekam. Aber das war furchtbar. Aber jetzt kommt etwas. Ich kam zurück in die Kompanie, weil ich jetzt geheilt war. Und wisst ihr was? In dieser Zeit ist ein Bomberverband mit deutschen Ju-88 Flugzeugen und rumänischen Kameraden in der Verkennung, dass die unten angetretene Mannschaft nicht Deutsche waren, sondern Russen waren. Sie meinten, das seien Russen und haben Bomben abgeworfen und haben meine Kompanie bombardiert. Ich war davon ausgenommen, weil ich mit der schrecklichen Krankheit im Lazarett war. Und kam dazu, dass ich meine Kameraden, die waren natürlich teilweise so geschrumpft, so klein noch. Und die sind aber noch zu sehen gewesen, zu erkennen gewesen. Ich musste sie einsagen. Sowas zu erleben, so habe ich mehrfach auch, die andere Geschichte, glaube ich, die habe ich mal erwähnt, jetzt sollte ich eigentlich zur Waffenschule. Und ich habe die Lehrgänge absolviert mit Erfolg und war mit einem anderen, der vorgesehene Kandidat, und habe mich dann in einer Schlussveranstaltung dann offensichtlich nicht so... Das erzählt, ja. Das will ich aber nicht erst nochmal erzählen. Und da setzten sich zwei Leute zu meinem Ausbilder. Die sprachen mit dem, ohne irgendeinen Anlass mir zu sagen, entschuldigen Sie mal, wir haben da... Die sprachen einfach und ich war bei meinen letzten Sätzen. Da habe ich dann gewagt zu sagen, und ein deutscher Offizier spricht auch nicht mit anderen Leuten, wenn jemand eine Rede hält. Auf dienstlichen Befehl. Eisige Stille und ein schneidendes Wort. Schnitt, eintreten. Aber immerhin, das hat dazu geführt, dass die beiden mussten sterben, weil sie Leutnante waren. Ich wurde ja nicht zur Waffenschule geschickt wegen meines Wortes, was ich gebraucht hatte. Und deswegen kam ich also nur wieder zur Wehrmacht, zum normalen Soldatsein auf einem Motorrad, in der Ukraine übrigens, zurück. Und ich habe nichts, ja, ich muss sagen, im Nachhinein habe ich gedacht, dann ist ein Segen gewesen, dass ich nicht dahin kam. So ist es oft. Ich habe hier am Fest gesagt, das ist was Gute und was ist Böse gewesen. Nicht selten weiß man es so recht. Oft stellt sich erst im Nachhinein heraus, was gut war und was nicht gut war.
oder nicht fein war. Ja, das. Was hat die Welt aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt? Ich glaube, die Fragestellung ist so gar nicht schwer zu beantworten. Die Welt ist ja auch ein Konglomerat von unendlich vielen Völkern und Sprachen und Kulturen, auch von medialen Massenmanipulationen. Und das, was das Volk wissen sollte, hat man ihm gesagt. Und was geheim bleiben sollte, das ist geheim, mehr oder weniger geheim geblieben. Aber Lernen, das setzt ja voraus, dass man Einsicht hat in die Wahrheit, in das Gesamte. Infolgedessen wäre, selbst wenn der gute Wille da gewesen wäre, auch die Bedingungen für Lernen in den einfachen Kulturen, die könnten gar nicht lernen, weil sie nicht gelernt haben zu lernen. Und dann auch noch ein Wahrheitsgemisch, was auch nur zum Teil mit Wahrheit besteht und zum anderen Teil aus vielen großen Teil, immer größer werdenden Teil aus Unwahrheit. Das ist die Wahrheit. Also Lernen, ich glaube, dass wir werden es nicht erleben. Das gibt es nicht. Kann es nicht geben auf der Welt. Das sieht man ja jetzt bei den beiden herrschenden Großen in Amerika und in Russland. Wir können uns auf eine gute Entwicklung nicht verlassen. Wir müssen wirklich in unserem eigenen Raum, das können wir tun, das versuchen, die Hilfe für andere zu sein, Kindern ein Vorbild zu sein und die Fragestellung auf wahr oder nicht, was wir an Dingen vorgesetzt bekommen in den Medien, die müssen wir bestehen lassen und nicht als absolute Wahrheit schon weiter können wir nicht verwenden mehr. So geht es nicht. Leider nicht mehr. Dann wird ein Staatspräsident rechtskräftig zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt in Frankreich. Auch das lässt die menschliche Schwäche erkennen. Die Unvollkommenheit ist hier zu Hause und woanders ist sie zu erhoffen. Nein, ich glaube, da wird sie sein. Denn ich glaube immer noch, was ich glaube. Ich bin und bleibe ein Christ, der, wenn ich alle Dinge bedenke, auch die Größenordnung dessen, was heute uns die James Webb zum Beispiel offenbaren, das ist so ungeheuer groß, dass eine Vorstellung, die mein Gehirn haben kann, auch im Sinne von für wahr halten oder nicht, erkennen lässt, ich bin viel, es gibt überhaupt noch kein Wort in der Größenordnung in unserer Sprache, zu klein und zu gering, zu erkennen oder zu entscheiden, was daraus geworden ist. Die Leute, die da, mein Bildschirm kommt aus China, nebenbei gesagt, was die da uns erzählen und Sachen auf unserem Kanal da, in die YouTube, das ist so fantastisch, so großartig, dass es für uns, wir haben keine Organe, die das wahrnehmen. Uns fehlen sowieso einige Organe, die uns glauben machen könnten, was wir nicht sehen, dass es das gibt. Aber wir wissen, dass es viele Dinge gibt, die wir nicht sehen und die es trotzdem geben. Deshalb ist der Beweis nicht erbringbar, dass das, was wir mit unseren Organen, unserer Ausstattung sehen als Wirklichkeit und alles andere als Fantasie darzustellen, na, das wäre ja doch wohl auch eine überaus dumme Vermessenheit, muss ich sagen.
Sie waren ja 2013, glaube ich, in Stalingrad. Und Ja. da habe ich das Ja, Foto ja, gesehen, ja. gerade im Buch, Ach, ja, ja. mit dem, wo Sie den russischen Veteranen getroffen haben. Da haben Sie dazu geschrieben, Ja, ja. damals Feinde, heute Freunde. Und erzählen Sie die Geschichte dazu, was da dahinter steckt. Wir hatten da den Jahrestag, der immer gefeiert wird. Der 8. Mai war das ja auch. Jedenfalls, wir sind dorthin gefahren gemeinsam. Und das ganz große Glück war, das muss ich aber eben erwähnen, das Flugzeug, in dem wir saßen, was auf die Rollbahn, die Startbahn rollte in Düsseldorf, das entdeckt der Pilot im letzten Augenblick vor dem Abheben, dass eines der Teile nicht kein Licht zeigte. Er stoppte und fährt weg von der Rollbahn. Und das heißt, das Flugzeug ist nicht fluchttüchtig. Wir müssen anders. Wir bekommen das später. Jetzt habe ich gerade gestern Abend noch in irgendeiner Sendung gehört, das Flugzeug hatte nur ein paar Meter abgehoben und ist dann explodiert. Ja, wenn das nicht den vorgesehenen Verlauf nimmt, in die Traghöhe und so weiter, kann das passieren. Ja, also jedenfalls, wir mussten zurück und wir kamen deshalb zu spät in Moskau an. Wir konnten nicht weiter, mussten in der Nacht dort bleiben, lernten kennen einen Herrn vom Zweiten Deutschen Fernsehen und den anderen, das war der Direktor des Deutsch-Russischen Museums in Berlin. Wir haben einen wunderbaren Abend in dem Hotel am Flugplatz gehabt miteinander und sind dann am nächsten Tag nach dort geflogen und hatten zwei Freunde. Der eine, der erkannte, dass die Adresse, die ich mir ausgesucht hatte im Internet, dass die unmöglich für uns in Frage kam. Denn Stalingrad ist 50 Kilometer hoch. Und da hätten wir 10 oder 20 Kilometer vom Bahnhof aus, Hauptbahnhof, hätten wir genächtigt und die ganze Feuerwehr vorbei gewesen und wir wären auch nicht mehr dazugekommen. Der hat dann mit uns, ist dann rausgefahren und hat ein anderes Hotel, in dem wir dann auch das erlebt haben mit dem Veteran, der neben dem Redner auf dem Platz 60.000 Leute oder an die Freude wurde gesungen in Deutsch über den Platz weggehend und um das Geviert unten fuhr ein einsamer T-34. Und die Rede war zu Ende. Die Leute kamen später zusammen und es waren 3, 4 Fahrzeuge ausgestellt an der Seitenstraße. Und eine Frau kommt zu mir und heftet mir hier ein Herzchen, ein rotes mit Goldrand. Und sie wünscht mir ein ganz langes Leben. Ich habe das noch hier. Und die verschwindet wieder. Am nächsten Morgen sind wir in dem Hotel, was er uns jetzt ersatzweise beschafft hatte. Es war direkt an dem Vorplatz. Da kommt der Mann, der neben dem Redner saß, sozusagen als Denkmal für den Krieg. Ein Mann mit einer Brust voller Orden. Und wir hatten gerade gefrühstückt. Und er kommt mit 2 Männern da rein. Ich sage zu ihm, da muss ich mal hin, ob ich ein Foto machen kann. Und frage dann einen der 2. Die sagen, nein, wir machen ein Bild von Ihnen, euch beiden. Und dann hat der das Bild gemacht. Und dann kommt dieser Veteran, dieser russische, zu mir. Wir beiden stehen nebeneinander und schauen uns in die Augen. Und dann sagt er, mit 5 Fingerzeigen hat er gedacht, was ich auch dachte. Wir beiden sind bewahrt geblieben. Du warst Feind, ich war dein Feind. Es ist vorbei. Jemand hat uns bewahrt und wir sind glücklich am Leben und er hat uns das Leben gelassen. Das galt ja für uns beide. Warum es für die anderen, die vielen, nicht galt, ist damit ja nicht gesagt. Aber es ist wohl erlaubt, dass ich diese Beziehung auch jetzt erzählt habe. Als ich dann Soldat geworden war in Erfurt, die Abschiedsvorstellung fand in Weimar statt, sozusagen für uns.
Und zwar im Elefant, dem berühmten Hotel. Und unten im Keller im Elefant, da waren mein Freund Solm und ich zum Abschied nehmen. Und zwar war dort ein Trio, ein Bartrio, die spielten die Lieder, die uns sozusagen schon damals ein bisschen auf den Leib geschrieben waren, als da sind, komm zurück. Oder die Lieder, die an die Verliebtheit in der Jugend erinnerten. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten, sie blieben Zapfenstreich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würde ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Mit dem ging es am nächsten Morgen von Weimar aus dem Elefant in einen Güterwagen, in dem Stroh ausgestreut war wie für Vieh. Und dann ging es Richtung Leningrad. Die erste Erinnerung dort oben an der Grenze, wir kamen nicht bis nach Leningrad, denn inzwischen war die Zielsetzung damals der Wehrmacht erfüllt für uns als Ankelspitze, sondern die wechselte nach Moskau hin und wir waren in Abrene zu einem Volksfest gekommen und die Menschen tanzten nach Musik auf einer Bühne, die am Bahnhof aufgebaut war. Schon da kam es wieder zum Musizieren. Dann ging das im sozusagen Takt weiter. In dieser Zeit bekam ich einen Auftrag von dem Chef, ich müsse nach Südschewka und dort müsste ich eine berühmte Sängerin begleiten. Ich sage, ich kann doch so gut gar nicht spielen. Er sagte, da kommen aber alle, die vielen Kameraden hin, die werden mit Fahrzeugen dorthin gebracht und sitzen schon wahrscheinlich in dem Kino dort. Und die Frau, die berühmte Sängerin, ich habe den Namen vergessen, die hat keinen Begleiter. Der Begleiter ist krank geworden am Klavier. Und deshalb musst du dahin. Ja, ich sage, ich kann doch so gut gar nicht spielen. Doch, da musst du es aber versuchen. Wir fuhren dahin, ich habe dann klein beigegeben und war auf der Bühne vorher hatte die Möglichkeit, mit der Künstlerin zu sprechen. Und ich habe sie gefragt, was sie denn hauptsächlich singen würde und was sie begleiten sollte. Ach, sagt sie, das kennen Sie doch sicher, das ist das Lied vom einsamen Soldaten an der Wolga. Ja, sage ich, sicher kenne ich das. Aber das heißt, den ersten Teil, der ist mir nicht so ganz sicher. Aber der zweite, der bekannte, hast du dort oben auch Englein für mich. Ja. Das kann ich dann natürlich so spielen. Na gut, ich sagte aber, den ersten kann ich auch begleiten, wahrscheinlich mit gelegentlichen Akkorden, wenn Sie durchsingen können.
Ja, kann ich, macht sie. Und wir beiden gingen, also die Soldaten begrüßten uns mit riesem Beifall. Da muss man denken, bei Seshevka, das war noch näher an Moskau als Reshef, vielleicht noch so 40 Kilometer. Und es fing an mit diesem Vorspiel. So geht es ja. Und ich habe das dann jeweils notdürftig begleitet. Aber dann kam der Hauptteil mit dem berühmten Lied von den Engländern und der Bitte, dass er Gott dem einsamen Soldaten etwas Ähnliches schickt, um die Trauer zu überwinden. Es steht ein Soldat am Wolgastrand, hält Wache für sein Vaterland. In dunkler Nacht allein und fern, es leuchtet ihm kein Mond, kein Stern. Regungslos die Steppe schweigt, eine Träne ihm ins Auge steigt und er fühlt, wie's im Herzen frisst und nagt. Wenn ein Mensch verlassen ist und er klagt und er fragt, hast du dort oben vergessen auf mich? Es sehnt doch mein Herz auch nach Liebessinn. Du hast im Himmel viel Engel bei dir. Schick doch einen davon auch zu mir. Ja, und das klappte wunderbar. Wir wurden gerade aufgefordert, das nochmal zu spielen. Und die Leute standen auf und akklamierten uns. Da kam sie auch und holte mich vom Flügel weg. Und wir mussten uns beide kräftig verbeugen. Ich habe das bis dahin noch nie gewagt, vor Publikum zu spielen. Ich musste es ja her. Ja, so gut, so weit, so gut. Ich fing gleich aber die Fortsetzung jetzt an, was es damit auf sich hat. Denn ungefähr 40, 50 Jahre später bin ich hier in meiner Wohnung an einem Sonntag alleine, so oder übrigens ja auch, und habe nachgedacht, etwas gelesen, was die Kriegsgräberfürsorge veröffentlicht hatte, nämlich Aufsätze von Kriegsteilnehmern aus ihrer Zeit. Und da lese ich einen Artikel, der kam mir vor, als ob ich den geschrieben hätte. So war der ähnlich empfunden wie der den Artikel geschrieben hatte. Das war für Phänomen. Diesen Mann habe ich dann nachgesehen, der nannte sich dann Karl Hämmerle. Oh, denke ich, Hämmerle, das ist wahrscheinlich jemand aus Baden-Württemberg, aus Stuttgart. Und in Stuttgart hatte ich ja 1,5 Jahre die Bodenseewasserleitung, in den ersten Phasen die Bauleitung gehabt, sodass mir dieser Menschenschlag auch bekannt war. Ich ging an das kleine Telefon an meinem Handy und sah nach, da gab es ja das Telefonbuch von Deutschland, oder gibt es noch, und habe Karl Hämmerle gesucht
Und tatsächlich, da gab es 5 Menschen mit diesem Namen, sowohl Vor- als Nachname, die alle aber auch in und bei Stuttgart wohnten. Karl Hemmeler gab es 5-mal in Deutschland und nur dort. Ich habe nacheinander angefangen, an dem Nachmittag anzurufen und kam auf den 4. von den 5. Der sagte, den Artikel habe ich geschrieben. Ach, dachte ich, das freut mich, aber Kamerad, Sie haben einen wunderbaren Artikel geschrieben, denn ich habe mich darin wiedergefunden als jemand wie der es geschrieben hat, denn ich habe das auch so erlebt. Ein wunderbares Erlebnis war das, die Erinnerung, die ein anderer vermittelt, ohne dass es weiß, dass jemand das auch erlebt hat und die Identität dann wieder empfindet. Und ich kam natürlich auch auf diese Idee zu sprechen, dass ich dort habe, da mein Südschewka, eine Künstlerin begleiten müssen, ich weiß nicht mehr, wer das war, also jedenfalls eine ganz berühmte. Und dann hat der gesagt, da war ich bei, ich habe das erlebt. Dann habe ich eine Schauer über den Rücken bekommen. Das war genauso, wie Sie geschrieben haben. Das war doch der Effekt dabei. Ich will sagen, dass die Musik mitnimmt in das Leben. Und nach 40, 50 Jahren kamen wir 2 und wurden noch damals Kameraden und heute sozusagen Erinnerungsfreunde. Wir haben starke Zeiten hinter uns und vielleicht wieder solche vor uns, ich weiß nicht. Was können wir tun, dass wir irgendwie das Ruder umreißen können, dass wir irgendwie wieder miteinander und füreinander irgendwie fördern und keinen Spalt in der Gesellschaft und in der Welt so reinhauen? Was können wir so tun, dass wir das, wie gesagt, den Frieden fördern und so? Ja, das kann ich sagen. Das habe ich nach dem Krieg auch oft lauthals gesagt. Alle Kinder müssen Englisch lernen. Wir können nicht davon ausgehen, dass eine andere Sprache weltverbindend ist. Die ist nun mal so, ob wir das wollen oder nicht. Ich habe übrigens nichts gegen England. Ich habe Freunde in England, gerade jetzt ist mein sehr guter Freund gestorben. Und ich habe durch meine Tätigkeit, ich war Mitglied einer internationalen Kommission, nur Freude gehabt mit denen. Wir haben gar keinen Ärger gehabt. Also diese Förderung, das habe ich voll gewollt. Ich habe mir selbst auch Englisch beigebracht. Und ich habe damit mein Leben retten können. Sie kennen die Geschichte, ich will sie auch jetzt nicht erwähnen. Und zwar in Heufeld bei Aiblingen. Und dann kamen 2 Schüsse bei mir im Wasser an von der anderen Seite. Und der eine löst sich ein Soldat aus dem Gebüsch, ein Amerikaner mit voller Tarnung, und sagt, come here. Die anderen Teil der Böschung hoch. On your knees. Pay your last pay. I sent you to the hell now, damn German. Oh, ich war in höchster Not. Ich sagte, was machst du denn jetzt? Sagen Sie mal, im Albtraum, irgendeine Lösung finden Sie nicht. Im Albtraum ist immer schrecklich Ende, deswegen heißt er so. Und mir fiel ein, zu sagen, was denkst du, wird deine Mutter von dir sagen, wenn du ihr bekennen musst, dass du so Mörder wurdest, was du tun willst, ist Mord. Und ich habe noch gesagt, you know what it means, also in your country. Und dann sagt er, maybe you are right, come up. Meinen Sie die Maschinenpistole, die er auf mich gerichtet hatte? Er in Uniform und ich nackt. Wir müssten alle die
Englisch als Zweitsprache muss überall sein. Das ist die Verstehbarkeit des anderen, also die Verständigung, nicht das nicht verstehen, weil das eine andere Sprache ist, die er spricht. Es müsste überall obligatorisch sein. Das Zweite ist, es müsste auch in einer von, das ist aber eine Hypothese, Verstehbarkeit für alle Volkswirtschaften ein Gehabe wie durch Steuergesetzgebung und Zollgesetze die Wirtschaft der anderen zu schädigen, damit das Volk in die Knie gezwungen wird, wie das jetzt wieder geschieht. Das muss unmöglich sein und müsste dann wirklich auch international geahndet werden von denen, die das ausbeginnen. Tabu müsste es sein, wie Mord eigentlich tabu ist. Das ist in allen Jahren, in allen Ländern muss der Mörder ausgeliefert werden, der nachgewiesen einen anderen, also im Sinne des Gesetzes gemordet hat. Ja, also das ist eine Sache. Und ja, ich weiß nicht, ob wir der Population Grenzen setzen müssten und können, ob man das kann oder nicht. Da würde ich mich lieber einer Stellungnahme enthalten. Aber ich glaube, es gibt Hochrechnungen, wonach das ein Regulativ wird. Das wird der Hunger sein, der unvermeidliche Hunger. Denn wir haben ja natürlich Zonen in der Welt, wo es weniger gut und wo es gut wächst. Und die Völker, da wo der Hunger zu Hause ist, die bekommen, obwohl man dahin, wer weiß was, schickt, auch jetzt durch die Hilfsorganisation. Aber man kann trotzdem nicht verhindern, dass die ausgemagerten Kinder entstehen, weil die Menschen in dieser Entstehungsphase die Ausbildung nicht haben. Die Ausbildung ist deshalb nicht möglich, weil sie Sprachen nicht miteinander austauschbar sind. Und auch das Schulungsmaterial müsste eigentlich das ist eine Hypothese, müsste eigentlich ein so hoher Bildungsstand überall erreicht werden, damit auch nicht das Argument jetzt viele Kinder das Wohl der Eltern sind, sondern dass diese Kinderzahl begrenzt bleibt oder wird, dadurch auch damit nicht, also ich mache das nicht sagen, es gibt einen Ausdruck dafür, aber ja, das ist wirklich wahr. Die Kugel ist so klein und die Population wird immer größer. Das ist ja wahr. Und darin liegt die auf uns zukommende und ist schon im Gang. Das, was der in Thailand will, was der Putin in der Ukraine will, sind diese Fundstätten haben, wo er das Sagen hat. Und deshalb muss das ganze Volk, wird das Volk getötet und so erschreckt, damit sie gleich Bleibe geben. Das ist doch, ja, es ist so schrecklich. Und dabei sind die Menschen, sind genauso Leute wie wir hier. Also ich meine, jetzt habe ich vorhin versucht anzudeuten, sie sind integrierbar, sie könnten hier als Gäste sitzen, so wie wir zusammen sind. Die sind nicht so anders. Ich habe doch erlebt, wie die russischen Frauen sind. Die haben auch mich beschützt. Eine Frau hat mir die Hand geküsst im Dunkeln, weil ich sie habe gehen lassen. Ich habe sie geschützt, damit sie zu Hause bleiben konnte und nicht weggebracht wurde. Und das hätte mich viel gekostet, wenn das entdeckt worden wäre. Aber ich konnte nicht anders. Manchmal muss man auch etwas tun, weil das eigene Gewissen einem das zu tun und das andere zu lassen vorgibt. Manchmal. Ist es leicht gewesen? Bitte? Ist es leicht gewesen, so das eigene Gewissen in Einklang zu bringen im Krieg? Ja, kann ich Ihnen sagen. Ich sollte die Italiener entwaffnen. Die Italiener, der hat den Badoglio-Putsch und wir waren die Gäste. Wir
Ja, die Kandidaten für die Waffenschule, die Offiziersanwärter. 43 im September, wie die Italiener dann die Seiten wechseln haben. Das war ja in Griechenland. Ja. Nicht? Und ich hatte den Lehrgang beendet und ich war eigentlich, oder war da noch, nee, das noch im Lehrgang war das. Und da war dieser Fall eingetreten mit Badolcio. Und es war 14 Tage nach der Einladung bei den Italienern. Und die hatten wir auch eingeladen. Weil das ja Waffenbrüder nannte man das. Und dann hieß es, nein, wir müssen die Italiener entwaffnen. Und da sind wir in der Nacht morgens um 4 Uhr schon auf eine Höhe gefahren. Und jetzt musste ich, weil ich ja in der Bewährung war, die Italiener entwaffnen. Wie mache ich das? Ich musste von da oben runter laufend an die Küste, wo die Italiener ihre Lager hatten, also Zelte oder was. Die Offiziere waren aber in einem Haus. Und ich bin mit einem weißen Tuch nach unten gelaufen, hoch, damit die nicht etwa irgendwelche Leute anfangen zu schießen, die konnten ja hören, schon Befehle gehabt haben. Ich kam da unten an, der Kommandeur kam zu mir, habe ich hergebeten. Ich sage, leider ist ein politisches Desaster entstanden. Ein Putsch war in Rom. Mussolini ist nicht mehr ihr Kriegsherr. Ich muss sie leider alle in Gefangenschaft führen. Bitte veranlassen Sie Ihre Leute, dass sie die Waffen hier auf diesen Platz legen. Alle Waffen. Und stellen sich dann dort auf als Truppe und marschieren unter ihrem Kommando in eine Zwischenlager und sie können nach Hause. Im Grunde genommen, so habe ich das auch gesagt. Ich habe nicht mehr gesagt, dass sie es besser haben als wir. Das sagte er zu mir, ja, ich hatte wahrscheinlich noch anderes, ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe. Aber er hat mich gebeten, dass ich ihm erlaube, dass seine Leute ins Haus gehen, also die Offiziere, und nur ihre kleine persönlichen Briefschaft oder Rasierapparat und so weiter mitnehmen. Jeder nur einzeln. Und zwar waren 6 oder 7 Leute. Die gingen dann rein einzeln, er blieben immer, die anderen waren mehr. Und zum Schluss er auch. Und dann kommt er und hat einen Sack voll Geld. Also Drachmen. Und zwar 6, 7 Millionen, weil der Drachme war nicht viel wert. Und übergibt mir den und gibt mir seine Visitenkarte und sagt, ich finde, dass Sie wunderbar handeln. Ich sagte, ja, ich übernehme natürlich auch ein Risiko. Ich sagte, Sie können sich darauf verlassen, es passiert Ihnen nichts von uns. Nein. Und wenn Sie mal Not haben, mein Name ist Capitano di Trapani. Ich habe die Karte noch. Und wenn Sie mal in Not kommen, Sie zu mir. Ich habe etwas zu sagen zu Hause. Und wir haben uns angeguckt, ich habe ihm geglaubt und er ist gegangen mit seinen Leuten und es ist gar nichts daraus Negatives entstanden. Wir hatten Afrikahosen, die waren unten zugebunden und ich habe mir die Drachen hier eingesteckt, ganz voller. Und dann bin ich nach oben und das war die Hauptzahl, war natürlich, 4 Millionen. Die habe ich mit da oben abgegeben, mit dem Sack. Aber er hatte gesagt, das wäre für mich. Nur gut. Sie müssen zurückgeben. Ich musste natürlich. Ja, aber damit habe ich dann ein paar Mal ein Spanferkelessen veranstaltet und ein paar Weintrauben gekauft und damit war das Geld weg. So. Also Sie haben geschaut, die Menschlichkeit immer hochzuheben. Trotzdem irgendwie Krieg, wo es so gut das geht. Kolossal schwer. Aber ich finde mal so, ich habe damit keine schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe das auch in Russland erlebt. Wir haben 2, 3 Monate in Porogorelje Gorodice. Wenn die Leute das hier hören, kann ich die nur grüßen, wenn das gesendet würde, weiß ich ja nicht. Aber wir haben dort im Haus gesessen, draußen war bis zu minus 48 Grad und nicht 20, wie das jemand gedacht hat. Das war zu dem Zeitpunkt auch 20. Aber was wir
Das war nach Weihnachten, war das. 41. Im Januar, ja. Und solche Kälte. Wir haben da gesessen, was haben wir gemacht? Wir haben uns alles erzählt. Wir kriegen keine Post mehr, wir kriegen keine Zeitung, kein Radio, kein Fernsehen, gar nichts. Da haben wir Schiffe versenken gemacht. Richtig ein Wettbewerb, Schiffe versenken. Das war eine Amlesgitter. Es ist also ein Gitter, und da kann man feststellen mit seinen Augen, ob die Linien schon gekrümmt sind oder nicht und so weiter. Also die Feststellbarkeit der Sehfähigkeit, die geht über dieses Amselgitter. Und dieses Amselgitter ist auch geeignet, weil eben quadratisch, das hat man eine Flotte im Gedanken, 5 ist Quadrate, ein Schlachtschiff und so weiter, bis zum U-Boot oder andere Schiffe. Um die zu versenken, muss man dann Raben nehmen. Kommt eine Wand zwischen den Partnern, die spielen miteinander. Und dann muss man die Kombination dann zufällig oder auch mit Überlegung, das haben wir die ganzen Monate gemacht. Ja, wir konnten nichts anderes machen. Wir konnten keine Karten und naja, will damit sagen. Und die Leute, die kochten nun für sich, wir haben das nicht essen können. Nee, aber wir schliefen auf den Öfen und wir blieben unten wir mussten mit denen zusammenleben. Wir konnten doch mit den Leuten keinen Krach anfangen, keinen Ärger, ihnen nichts wegnehmen, haben wir gar nicht gemacht. Wir haben unter einem Dach gewohnt. Und so selbstverständlich wie nur irgendetwas. Naja, ich will damit nur sagen, Menschlichkeit, die hat sich auch in der Restauration der ehemaligen Sowjetunion zu diesem Russland bis hin zu Gorbatschow immer mehr entwickelt und dass die Städte mehr und mehr, ich bin auch 78 schon in damals Petersburg gewesen mit Ingenieuren und in Moskau und habe das erkannt, was die geleistet haben. Das ist auch sehr viel gewesen. Also Märchen in dieser Hinsicht, die sind für uns nicht relevant. Menschen gab es überall und es hat sie auch in den Kriegszeiten gegeben. Ich kenne eine Geschichte, wo 2 Feinde miteinander zur Weihnachtszeit sich trafen. Der eine saß an der Orgel und spielte irgendeine Choräle und der Feind kam herein in die Kirche. Normalerweise hätten sie aufeinander geschossen, aber der eine, der hat den anderen spielen lassen bis zum Ende. Sie sind aufeinander zugegangen, haben sich geküsst und haben die Kirchen verlassen und keiner hat auf den anderen geschossen. Die Geschichte ist in einer Biografie von meinem Nachbarn hier, der hat eine schöne Biografie auch beschrieben. Was ist wichtig im Leben? Mit der Erwartung ans Leben unten bleiben, mit dem Tun und mit dem Lassen die Fortentwicklung fördern und nicht schmälern, mit Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, der eigenen Unvollkommenheit und nicht der Erwartung, dass diese Unvollkommenheit nur bei anderen Menschen sei. Also sich selbst einbeziehen in dieses. Wichtig ist auch, dies gemeinsam den Gewalten, den Entwicklungen entgegenzuwirken, die das Unheil über die Menschen bringen.
Das können Naturgewalten sein, das können aber auch Entwicklungen sein, die beim Menschen selber liegen. Ja, ich glaube, das ist... Und ich sollte noch sagen, ich bin ein noch immer an Gott glaubender Mensch. Ich glaube das auch weiterhin und bin glücklich darüber, weil ich darin auch eine Art von Geborgenheit empfinde und dem darin liegenden christlichen Geboten, die sehr gut überlegt über Tausende von Jahren auch dazu geführt haben, den Wohlstand in der Welt zu mehren. Dass das abartige Entwicklungen auch beinhaltet, das weiß man während des Verlaufs nicht, aber das kann man im Nachhinein als gegeben bestätigen oder erkennen oder muss man erkennen. Ja, den Kindern ein Vorbild sein und nicht eine Behinderung am Erwachsenwerden. Und das auch mit den Mitteln, auch der Einsatz der Medien, auch der Filme, auch Sie wissen von den vielen Dingen, die die Kinder noch nicht gebrauchen können aufgrund ihrer körperlichen Entwicklung, dass den Kindern eine normale, eine gesunde Umgebung da, wo noch nicht möglich, dass sie geschaffen wird mit den anderen. Es geschieht in hohem Maße schon. Oh ja, das will ich nicht verkennen. Also Erziehung einerseits oder auch Bemühen um das Gedeihen von kleinen Kindern. Es ist die junge Generation, die das heute bestimmen und das Morgen bestimmen wird. Nicht die Gegenwart alleine, sondern die Heranwachsenden sind, die das Erbe übernehmen und dann dazu befähigt gemacht sein müssen, es zu können. Vielleicht die Lehren zu lernen, die uns die Vergangenheit gelehrt hat, die Augen dafür aufzumachen. Ja, das wäre doch eine gute Empfehlung, oder? Was ist die wichtigste Lebenslektion, die du gelernt hast im Leben? Bitte? Was ist die wichtigste Lebenslektion, die du im Leben gelernt hast? Die wichtigste? Oder eine, was du jetzt mitgeben möchtest? Andere sind auch Menschen. Das beinhaltet eigentlich alles. Denn sie sind Menschen mit dem Können und mit dem Lassen können. Und das können sie auch vieles reingeben. Du und nicht ich erst. Diese Rolle. Und das kostet das gleiche Geld. Auf beiden Seiten. Und doch ist die Wirkung diametral entgegengesetzt. Das ist ein wunderbares Ding. Tatsache, wirklich. Also ich muss sagen, ich habe auch einen Freund in Köln, der ist ein ein Ägyptologe und der ist oft da. Übrigens, ich habe da von ihm ein Bild gemacht, also von einer Vase. Das ist Kultur von vor 4000 Jahren in China. Das lernt immer neu, dass das, was gewesen ist, es hat schon alles schon einmal gegeben. Wie gibt es den Spruch? Ist schon alles da gewesen. Ist alles schon da gewesen. So sagt man, nicht? Also jedenfalls so manche Empfindungen, dass also der Josef oder der Abraham, die schon Gedankengänge gehabt haben, die uns mitgeteilt haben, die für uns aus unserer Zeit zu kommen scheinen. In Wirklichkeit hat sie auch damals schon gegeben. Und die Geschichte lehrt uns das. Wir müssen versuchen, dass jedes Mal neu beharrlich diese Zielsetzungen so präzis wie möglich
so wenig wie möglich, aber so effizient sind sie dann auch, wenn man es überhäuft, wenn wir jedes Mal ein Gesetz wieder ändern, weil es jetzt nicht passt, müssen wir wieder ein anderes Gesetz machen. Ja, dann ist man doch mit der Willkür der Politik ausgeliefert. Einerseits sehe ich die Notwendigkeit ein, dass andere Zeiten wieder andere Regelungen erfordern. Aber ich weiß nicht, ob nicht manchmal doch es zu weit geht, es doch unter den bestehenden Gesetzen Regelungen gibt, die richtig angewendet genügend Stabilität im politischen Raum möglich machen. Viele Menschen suchen ja oft das Glück irgendwo. Gibt es dir irgendwo eine Antwort darauf, wie man das Glück im Leben findet? Ja, das weiß ich nicht. Da müsste man eigentlich sagen, was zu definieren, was wir unter Glück verstehen. Ist Glück nur das Eintreten des Erhofften? Weil in Wirklichkeit das Erhoffte viel zu hoch angesetzt war, sodass dann die Differenz zwischen dem Eintretenden und dem Erhofften, die Größenordnung des Glück, also das man dann Glück nennt, ergäbe, könnte man sagen. Ja, also ich glaube, in der Bescheidung liegt schon Glück an sich. Denn die Bescheidung beinhaltet die Ansiedlung des zu Hoffenden in der unteren Bereich. Und das ist die Voraussetzung für das Eintreten dessen, was der jede anders, der eine empfindet das als Glück und der andere als jenes. Also das individuelle Eintreten des Glücks, das ist dann gegeben, ist dadurch möglich, dass man in der Erwartung unten bleibt. Ja. Oder? Wie lange waren Sie mit der Frau verheiratet insgesamt? Wie lange? Wir haben 50 geheiratet und die ist 2017 gestorben, also 67, genau, ja. Also, weil du voll angesprochen hast, weil du mit wenig aufgewachsen bist, Ja. hast du diese Bescheidenheit schon gehabt und weil dann das Leben später doch besser geworden ist nach dem Krieg mit der Frau, hat es dann mehr zusammengeschweißt, weil ihr beide gewusst habt, wie es ist, nichts zu haben, aber auch wenn man sich was aufbaut und das hat zusammengeschweißt. Ja, Dieses- das ist was. Meine Frau war bei der GAH tätig und mit mir im Rathaus dieser Stadt. Da hat dann, als ich begann, ich wurde von der Stadt eingestellt, als die übrigen Städte noch keine eigenen Haushalte hatten. Also die konnten noch keine Leute einstellen. Ich sollte eigentlich in die Wasserbauforschung nach Bielefeld. In Windelsbleiche war die Forschungsanstalt für Gewässerkunde. Aber die hatten noch kein Geld, die konnten niemand bezahlen. Aber die hier in Oberhausen sagten, ja, anstatt nach Südafrika zu gehen, was ich vorhatte, wenn wir in Deutschland keine Tätigkeitsfelder mehr fanden. Ich hatte 48 mein Examen gemacht. Da bin ich dann dieser Einstellung gefolgt und mit 256 Mark fing mein erstes Gehalt an. Das war wahrlich sehr wenig. Aber immerhin, es genügte. Meine Frau hatte ja auch ein Gehalt. Sie hatte vorher leider schon auch sehr gute Stellen. Das heißt also Arbeitgeber, die ihre Tätigkeit sehr geschätzt haben, sodass wir das beide mit einem gewissen, ja, wir konnten das starten mit Zuversicht. Ja, haben wir getan.
Und ich habe dann ein unglaubliches Glück an der Reihe gehabt. Mit einer einzigen Ausnahme waren alle Chefs nachher glücklich und offenbar so mit mir zufrieden, dass einer gesagt hat, ich werde jetzt wohl in einer großen Stadt der Dezernent werden, aber ich hoffe auch, dass wir beieinander bleiben. Bleiben wir zusammen. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, das mache ich. Es sei denn, ich kann in meiner Heimatstadt selbst Amtsleiter werden. Und das wurde ich. Und dann musste ich diese Stelle in Siegen auch annehmen, habe ich in Weiden auch habe ich angenommen und bin dort 5 Jahre gewesen. Aber dann wurde ich zurückgeholt, weil jemand, der mich aus der vorigen Tätigkeit kannte, der hat gesagt, dieser Herr sollte mein Nachfolger werden. Und dann wurde ich wieder nach Essen gebeten. Und dann habe ich hier die Tätigkeit aufgenommen und bis zum Ende, da war ich 20 Jahre hier und habe das mit viel Begleitung, dem Glück, den Erwartungen nicht nur entsprochen zu haben, sondern ein bisschen mehr gekonnt. Ich habe auch ein Patent bekommen, machen können. Ja, so ist eine Folge nach der anderen. Ein Bringen und ein Bekommen. Also ein Geben und Nehmen. Und in diesem liegt auch der Segen eines Lebenserfolges. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich weiß, dass es geht. Mein Sohn hat es nicht verstanden, der Älteste. Das Bein wurde amputiert. Wie lange hast du geraucht insgesamt? Wie viele Jahre? Oh. Ich habe mit 16 Jahren mit meines Vaters Erlaubnis rauchen dürfen zum ersten Mal. Und dann wurde man mit 17, 18 Jahren Soldat und dann habe ich alle geraucht. Und das Rauchen war damals auch eine Art von Sucht möglicherweise. Ich habe es nicht als Sucht empfunden, aber ich habe auch so gehandelt, weil ich mir auch eine Zigarette gewünscht habe, wenn darin schon Sucht liegt. Aber ich habe es ja lassen können. Und das muss dann noch etwas beherrschbare Sucht, gibt es das? Aber jedenfalls von 16 Jahren bis 60 Jahren geraucht und jetzt bist du trotzdem 103 geworden. Ja, ach so. Weil ich finde es großartig, wenn jetzt Zuseher sehen, aha, ich bin jetzt auch Raucher, dann zahlt es sich trotzdem aus, aufzuhören. Ja. Ja, also das habe ich jetzt nicht ich habe das mit Rücksicht auf die anderen nicht gemacht, nicht auf meine. Das ist es wieder, das gleiche Thema. Bewahre, was du hast und danke Gott, dass es dich gibt. Und sei gegenüber dem Nächsten mit einer Einstellung, als wäre der Nächste du selbst. Als wäre es er selbst. Blick zurück nach der Melodie von My Way, Johann Schmidt. Unzählig ist die Zahl der Weggabeln unseres Lebens, wo zu entscheiden war, rechts oder links, im Sinn des Strebens, war ein oder andermal das Wollen, Wünschen auch vergebens. Doch geführt, dass man's gespürt, war es zeitlebens. Nicht immer war es gut, was wir getan, wie wir entschieden, und manchmal haben wir den ganz geraden Weg gemieden. Fast wie ein Wunder kommt uns vor, dass wir bewahrt geblieben und nicht durch uns und unser Tun das Glück vertrieben. Geschenkte Zeit, gestärkt im Leid, und wenn's uns traf, dann nicht zur Straf. Im Blick zurück leuchtet das Glück, das uns geschenkt von dem, der lenkt, der tragbar macht die Sorgenfracht in unserem Leben. Drum danken wir dem Schöpfer allen Lebens für den Segen, mit dem er uns geführt, wohl auch auf steigen Lebenswegen für sein Geleit in all der Zeit. 570.000 Stunden, in denen wir auf Erden hier den Weg gefunden. Jochen Schmidt. Ja. Wie schaffst du das, dass du die ganzen Gedichte immer so
einfällt, wie viele Gedichte hast du da insgesamt im Leben verfasst? Weiß ich nicht, wie das ist. Es ist wie ein Geschenk. Ich habe oft davor gestanden und mir wurde gesagt, ich müsse ein Gedicht machen oder ich wusste, der hat Geburtstag und mir ist immer wieder was eingefallen. Ein Leben auf Zeit. Die Zeit, die uns gegeben wird, keine Ewigkeit. Es ist das Menschenleben, ein Leben nur auf Zeit. Es gilt wohl abgewogen, sie einzuteilen klug, dass neben Arbeit bleibe noch freie Zeit genug. Zeit für sich selbst, zur Muße, Zeit für ein fragend Kind, Zeit für die Not der anderen, die rat und hilflos sind. Es kann in allen Dingen der Mensch nur Maßstab sein, als Teil von Gottes Schöpfung. Maxime, dies allein. Das Glück kommt nicht von selber, hängt auch nicht ab vom Geld. Wenn Glück wir anderen schenken, wird glücklich unsere Welt. Die Zeit, die uns gegeben wird, keine Ewigkeit. Es ist das Menschenleben, ein Leben nur auf Zeit. Das kam von selber, weil wenn die einen dann beeindruckt waren oder klatschten, und das habe ich ja oft erlebt, dann habt ihr das weitererzählt und dann war das nachher so, dass wenn man das nicht gemacht hatte, waren die dann beleidigt, dass man für sie kein Gedicht hatte oder so. Und das habe ich dann versucht auch zu reduzieren, aber man kann es einfach nicht. Wenn ich irgendwo ein Klavier sehe, gehe ich hin und muss spielen. Wir haben die Musik auf uns wirken lassen, die Sonnenschein jetzt, die Farben, die da entstehen, das ist für mich zum Beispiel Freude. Das kann mich nicht, diese Farbgebung da hinten, auch mit dem kleinen bisschen oben so rot, das ist eine Ergänzung zum Himmel. Und man kann das ein bisschen kultivieren. Die Blumen da, das ist viel Arbeit. Aber wenn es einmal stehen, Freude. Ich habe da Bilder gemacht. Allerdings, das ist Trauer, die ein anderer gar nicht sieht. Ja. Also so wie er das Klavierspielen die Freude macht. Was ist der Sinn im Leben? Das, was man ist und das, was man sein könnte,
wir einbringen in die Welt, in unsere Welt. Und damit dazu beizutragen, dass auch das Leben und die Schöpfung, in der wir leben, der Lebensraum bleibt für die nach uns kommen. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, welche eine Sache würdest du vielleicht anders machen heute? Ja, die Entdeckung der Atomkraft. Und was damit zusammenhängt. Denn das macht den Menschen zu dem, was er nie sein kann und darf, Herr über Leben und Tod. Ich habe das bei dem Gedicht sehr wohl im Kopf gehabt, als ich gesagt habe, Raum und Zeit. Denn das kann ein anderer sein, aber Leben und Tod, das kann nur Gott sein. Und Gott wollte ich nicht in meine Gedichte in dieser Weise eingebaut, in meine Dankbarkeit, ja. Und diese so. Aber das war interessant. Da gibt's das Heft habe ich hier. Ja. Das ist das Titelblatt davon. Ist das nicht toll? Toll. Da geht die Frau hier. Ja. Die haben dieses Phänomen, diese Wegegabeln unseres Ja. Lebens dargestellt. Und das steht auch hier drunter irgendwie. Wie ist es möglich, dass zwei Galaxien, ich habe sie fotografiert, hier, das sind Galaxien, auf einem Bild von unserem dem James Webb fotografiert. Die finden ihre Bahnen, aber die Welt, die sie begrenzen, also die Bahnen zur Bahn werden lassen, das sind ja Räume, die dazwischen liegen. Das sind, ein Pünktchen ist eine Sonne. Und um die Sonne kreisen da die Planeten. Und einer von den Planeten sind wir in einem, nicht in diesen hier, die wir fotografieren können. Die Milchstraße ist eins. Also das sind 1 Milliarde Sonnen und auch Milliarden Sonnensysteme. Das ist so irre groß, das ist unvorstellbar. So, und die Masse, die dazwischen liegt, die ist zwar nicht zu sehen, aber das ist eine existierende Masse. Wir wissen nicht, was es ist. Weil ich den Raum erklären wollte. Also den Raum nehmen die Gestirne ein, aber der Raum dazwischen ist viel größer. Und wenn man bedenkt, dass diese rosa Wolke, wo der Urknall gewesen sein soll, das Licht wird, also die Entfernung, die wird gemessen an dem sogenannten der Rotverschiebung. Die Rotverschiebung bedeutet, dass das Rot, was im Spektrum von Licht ist, überall, also Himmelskörper. Aber der rote Teil, der ist der Messbereich für die. Und wenn der von dunkelrot bis zu blassrot wird, diese Differenz ist der Energieverlust, die das Licht erleidet, selbst das Licht erleidet auf dem Transport zu uns, wenn es von dort kommt. Aus diesen Zeiten, da gab es noch keine Sonne, da ging das Licht schon da weg. Die Erkenntnis von der Kostbarkeit der Schöpfung hier auf der Erde, die es einfach nicht in irgendeinem Distanz zu uns irgendwo noch mal gibt. Das ist inzwischen klar. Es gibt irgendwo noch etwas, nur für uns nicht erreichbar, nicht denkbar. Es könnte die mathematische Hochrechnung von der Wahrscheinlichkeitsrechnung, danach kann es und muss es noch irgendwo auch die Bedingungen geben für Leben. Ob da Leben aber existiert, das ist erstmal eine zweite Frage. Die Bedingungen dafür können schon woanders sein. Aber wir haben hier nur ohne eine Raumschiffe, diese ganzen Science-Fiction-Ideen sind doch nur Unterhaltungsliteratur und nicht ernsthafte Forschung.
doch nicht. Sie haben aber dazu geführt, dass man Verständnis für die hier angestrebte Forschung, dass Elon Musk hat da mitfliegen können, diese Voraussetzungen dazu zu schaffen, das ist schon eine erstaunliche Geschichte, das Ganze. Und für mich, ich habe höchste Achtung von der Fähigkeit der Menschen, dass sie in diese Dimensionen denken. Das kann ich überhaupt nicht. Das können wir alle, oder normalerweise nicht. Darüber hat Pascal Jordan, der damals berühmteste deutsche Astronom, der Hamburger Sternwarte, der hat hier in Essen einen Vortrag gehalten. Und da sind wir hingegangen, Dr. Professor Brandt, Herr Neumann, mein Chef, dessen Nachfolger ich nachher wurde, und ich. Und da haben wir das gesehen, da hat der Mann über diesen Urknall gesprochen und gesagt, wissen Sie, meine Herren, 2 Stunden gesprochen, ging der hin und her, alle Räume waren alles abgesagt, nur um den Mann zu hören, einmal zu hören. Und wenn Sie denken, dass ich dabei bei dieser meiner Arbeit meinen christlichen Glauben verloren hätte, dann irren Sie. Ich bin Christ geblieben, im Gegenteil, es war noch mehr verstärkt. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das hat er gesagt. Und in einem letzten Satz, welche Botschaft gibst du uns mit allen mit auf den Weg? Mit Vorsicht und Respekt vor der Schöpfung, Vorsicht vor der Gefahr für das Bestehen der Schöpfung als Lebensraum für die Menschen. Wo also diese Vorsicht außer Acht gelassen wird, ist die Existenz der Menschheit in Gefahr. Und deshalb muss oberstes Gebot sein, die Erkenntnis dessen, dass das, worin wir sind, worin wir hineingeboren sind und ein Leben haben, was endlich ist, dass sie für die anderen nach uns kommenden Generationen auch möglich wird und nicht durch irgendwelche Maßnahmen von heute unmöglich werden. Das ist also über die ganze Kugel Erde hinweg gedacht und das ist unabhängig davon, wie reich oder wie arm oder wie farbig oder nicht farbig oder was auch welche Unterschiede die einzelnen Gruppen in der Menschheit auch darstellen. Sie alle hat alles nur einen Sinn, solange diese Menschen existent sind. Wenn sie nicht existent sein können, aufgrund der Eigenzerstörung, von Selbstmord auf über lange Zeit gesehen, dann ist es eben zu Ende. Und das ist das Wichtigste, was wir eigentlich tun könnten. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.